Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es besonders spannend, denn ich baue nicht nur wieder mal ein Möbelstück, sondern habe auch einen Sponsor am Start. Extruder, eine Marke, die sich auf technische High-Performance-Filamente spezialisiert hat, mit starkem Fokus auf bio-basierte Materialien. Für dieses Projekt verwende ich PLA NX2 Matt im Blue-Stil und das Wood Nature Filament, also quasi echtes Holz aus dem 3D-Drucker. Mein Problem diesmal, das Schlafzimmer. Seit unser Sohn das Bett eingenommen hat und überall Rausfallschutz angebracht ist, kommt man kaum noch an die Nachttische ran. Deshalb baue ich heute zwei kleine minimalinvasive Nachttischchen, die man oben am Kopfteil befestigt, für Gläser und Taschentücher. Und wie sich das für den Bastelsaal gehört, natürlich aus Restholz. Wir haben übrigens selbst bei Extruder angefragt, weil ich passendes Filament für genau dieses Projekt gesucht habe. Besonders das Holz und das NX2 Filament fand ich super spannend. Im Paket mit dabei waren auch noch Filamente aus der GreenTech-Reihe, die wir vielleicht in einem anderen Video verwenden werden. Sehr cool auf jeden Fall. Auf der Extruder-Webseite gibt es zu jedem Filament direkt alle technischen Daten zum Download. Und ich wollte diesmal alles richtig machen, also habe ich das Filament auch kalibriert. Das geht übrigens super einfach im Bambu Studio über den Bereich Calibration. Naja, wenn man das halt nicht macht, druckt der Drucker halt keinen Nachttisch, sondern Kartoffelsalat. Und Extruder bietet sogar fertige Druckprofile. Einfach runterladen, importieren, loslegen. Der Import klappt im Bambu Studio über Datei und dann auf Import. Achtet unbedingt auf die richtige Nozzlegröße. Das Holzfilament ist zum Beispiel für eine 0,6 mm Düse gedacht. Mein Plan: einen kleinen Tisch oben auf das Kopfteil stecken mit diesem Adapter, den ich selbst konstruiert habe. Gedruckt wird er später aus dem Holzfilament. Ich habe vorher ein paar Prototypen aus normalen PLA gedruckt. Man will ja nicht gleich das edle Holzfilament verschwenden. Und ich bin ja auch nicht Jeff Bezos mit einer Filament-Flatrate. Für die linke Seite habe ich zwei Glashalter designt. Sicher ist sicher. Nicht, dass das letzte, was mein Sohn jemals sieht, ein umfallendes IKEA 365 Wasserglas ist. Rechts soll ein Taschentuchspender sein für kleine Spooky-Aktionen mitten in der Nacht. Die finalen Adapter aus dem Holzfilament haben mich echt überrascht. Die sehen richtig gut aus. Ich hatte vor ein paar Jahren schon mal Holzfilament ausprobiert. Das hier ist aber eine ganz andere Hausnummer. Das Drucken war super unkompliziert. Den Link zum Shop findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und mit dem Code BASTELSAAL20 gibt es sogar 20% Rabatt. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Da zeige ich euch noch ein kleines Sidekick-Projekt mit dem blauen NX2-Filament. Also los geht's! Im Restholzlager lagen noch passende Leimholzplatten, die ich nur zusägen musste. Kurz gesägt, fertig. Die Tischchen sollen 16 cm tief sein. Der erste Passtest war direkt erfolgreich. Weiter geht's mit dem Befestigen der Adapter. Zum Glück habe ich bei den Schrauben immer alles da. Ich liebe ja Ordnung, ich bin Schraubenmessi, wisst ihr? Ich habe auch noch ein paar Unterlegscheiben dazugelegt, damit verteilt sich der Druck gleichmäßiger aufs Filament. Also Adapter ausgerichtet und festgeschraubt. Dann die Löcher angezeichnet und gebohrt, ganz klassisch. Und das Ergebnis sah schon richtig vielversprechend aus. Jetzt ging es an die Glashalter. Erstmal anzeichnen und ein Loch für die Stichsäge bohren. Die Stichsäge hat nicht so gut funktioniert, also habe ich den Aufschnitt einfach grob mit einem Bohrer gemacht. Höhlenmensch Engineering funktioniert eben manchmal doch. Und das war dann endlich die Gelegenheit, mit diesen oszillierenden Spinnenschleifer zu gönnen. Während der Schleifer unterwegs war, habe ich die Platten gefräst. Saubere Abrundung, schöne Kanten. Das sah dann schon richtig hochwertig aus. Übrigens, kleiner Tipp, diese Magnetschalen sind der Hammer. Ich habe die gesehen in der Werkstatt, wo gerade der Hussar-Motor steht. Sofort bestellt und ganz ehrlich, ich habe es noch nie bereut. Die sind so geil. Link unten in der Videobeschreibung. Ein paar Tage später kam der Schleifer. Natürlich dann direkt aufgebaut. Ich habe dann erst ohne Absaugung geschliffen, schnell dazugelernt und sie angeschlossen. Die Glashalter sitzen jetzt perfekt. Auch die Aussparung für den Papiertuchspender hat gut geklappt. Ein bisschen Feinschliff mit der Handraspel und ich liebe dieses Teil einfach. Danach alles sauber geschliffen. Ich hatte ein bisschen Bammel, dass das Holz an den dünnen Stellen bricht, hat aber alles gehalten. Mit Öl drauf kam das Holz dann richtig schön raus. Das Gebinde, also das Öl, war zwar etwas eingetrocknet, aber noch nutzbar. Jetzt ging es ans Zusammenbauen. Zum Glück war schon alles vorgebohrt und so sah es montiert aus. Für mich richtig zufriedenstellend. Zu Hause in unserer Wohnung kam dann das große Finale. Ich habe es montiert und es passt einfach perfekt.
Wegen des kleinen Versatzes oben am Kopfteil habe ich noch ein Loch für eine M5 Schraube gesetzt, hält jetzt bombenfest. Ich bin echt happy mit diesem Projekt. Holz und 3D-Druck, das passt einfach. Mit dem Holzfilament sieht das sogar richtig organisch aus, der Übergang fast nahtlos. Wie sieht es bei euch aus? Schon mal Holzfilament verwendet? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und lasst gerne einen Daumen nach oben für dieses Video da und abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Jetzt aber zum Sidekick-Projekt. Ich habe mir einen Mini-Couchtisch für meine Couch gedruckt, komplett aus dem NX2-Filament. Also eigentlich ein normaler Couchtisch, nur für Leute ohne Freunde. Also wisst ihr, wenn er so klein ist, klein und nur ich da was draufstellen kann, dann ist er voll. Ihr wisst. Der Tisch besteht aus 3 Teilen, wurde zusammengeklebt und sieht nicht mal nach 3D-Druck aus. Es ist wirklich unfassbar. Er hat 2 kleine Fächer und Platz für eine Tasse, passt perfekt auf meine Couchlehne. Die Fusion-Datei habe ich euch wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Sie ist anpassbar auf jede Couchbreite. Ihr könnt es also nachdrucken. Das war's von mir. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Bastelei-Video. Und abonniert. Bitte abonniert. Ciao. Ciao. Ciao.